Na, seid ihr krasse Hyrule-Fans? Oder schaut ihr gerade erst in die Welt rein? Wie auch immer, ich habe euch 10 richtig spannende Fakten mitgebracht, die euch überraschen könnten. Also macht's euch gemütlich und hört einfach zu. Los geht's! Fakt 1. Zelda ist nicht der Hauptcharakter. Viele denken beim Titel The Legend of Zelda, dass es sich dabei um die Hauptfigur handelt. Dabei spielen wir in fast allen Teilen Link. Zelda ist die Prinzessin, die oft gerettet werden muss von uns, aber sie ist nicht die Figur, die du direkt steuerst. Interessanterweise ist Zelda dennoch der Namensgeber der gesamten Reihe. Warum ist das so? Der Erfinder der Reihe, Shigeru Miyamoto, fand den Namen einfach edel und klangvoll. Das führt bei vielen immer wieder zur Verwirrung, selbst heute noch. Aber jetzt wisst ihr's. Link ist der Held in Grün, nicht Zelda. Trotzdem ist Zelda natürlich ein unglaublich wichtiger Charakter. Mit eigenen Kräften, Fähigkeiten und sogar spielbaren Rollen in manchen Titeln, wie zum Beispiel in Echoes of Wisdom. Fakt 2. Der Ursprung von Link. Bei der Namensgebung des Hauptcharakters hatte Shigeru Miyamoto ebenfalls eine klare Vision. Der Name Link sollte die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart symbolisieren, also eine Brücke zwischen den Zeiten, passend zu den Zeitreise-Elementen der Reihe. Auch optisch hatte Miyamoto eine bestimmte Vorstellung. Link wurde nämlich von Peter Pan inspiriert. Ja, ihr habt richtig gehört, von Peter Pan. Miyamoto erklärte 2012 in einem Interview, dass er ein großer Fan von Disney sei, was die Ähnlichkeiten erklärt. Die grüne Kleidung, das jugendliche Aussehen und sogar die spitzen Ohren. Und er hatte sogar braune Haare damals. Technisch gesehen spielte auch die begrenzte Grafikleistung des NES eine Rolle. Klare Farben und Formen waren nötig, also bekam Link einen langen grünen Hut und Elfenohren. Farblich diente Peter Pan als Vorlage, wodurch Link sein episches Aussehen erhielt. Fakt 3. Der allererste Teil. The Legend of Zelda ist nicht nur der Name der Reihe, es ist auch der Titel des allerersten Spiels. Es erschien 1986 in Japan für das Famicom Disk-System, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und 1987 international für das Nintendo Entertainment System, also kurz gesagt NES. Die Handlung dreht sich um einen heldenhaften Jungen in Grün namens Link, der das Königreich Hyrule vor dem bösen, schweineartigen Monster Ganon rettet, Prinzessin Zelda befreit und das Triforce erbeutet, das später zum zentralen Thema der gesamten Reihe wird. Dieses Spiel war revolutionär. Es bot eine offene Welt, eine nicht-lineare Struktur und ein Speicherfeature, das damals alles andere als selbstverständlich war. Es legte den Grundstein für die gesamte Zelda-Saga mit vielen Elementen, die bis heute erhalten geblieben sind. Fakt 4. Miyamotos Kindheit als Inspiration. Shigeru Miyamoto, der kreative Kopf hinter Zelda, hat sich von seiner eigenen Kindheit inspirieren lassen. Als Kind ist er oft allein durch Wälder, Felder und Höhlen gestreift. Ohne Ziel, einfach aus Neugier. Und genau dieses Gefühl der Entdeckung wollte er mit Zelda vermitteln. Dieses Was ist da hinter dem Hügel? Und das ist in jedem Teil spürbar. Zelda ist mehr als nur ein Spiel. Es ist ein Erlebnis und es basiert auf der echten Sehnsucht, Neues zu entdecken. Das macht die Reihe bis heute so besonders. Fakt 5. Die Musik ist legendär. Wenn du an Zelda denkst, hast du wahrscheinlich direkt eine Melodie im Kopf. Vielleicht das Hauptthema oder Zeldas Lullaby. Diese Musik stammt von Koji Kondo, der auch für Super Mario komponiert hat. Besonders beeindruckend ist, wie stark die Musik zur Atmosphäre beiträgt. Ob Spannung, Ruhe oder Epik, sie passt immer perfekt. In Ocarina of Time spielst du sogar selbst Musik mit der Ocarina, ein bis dahin einmaliges Feature. Und in Breath of the Wild wurde der Soundtrack ruhiger und minimalistischer, damit sich die Welt größer und lebendiger anfühlt. Fakt 6. Der Name Zelda stammt von einer realen Person. Shigeru Miyamoto hat den Namen Zelda nicht einfach zufällig gewählt. Er wurde von Zelda Sierra Fitzgerald inspiriert, der Frau des großen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald, der große Gatsby zum Beispiel. Er fand den Namen edel, geheimnisvoll und perfekt für eine Prinzessin. Diese kleine Entscheidung hat der Reihe eine ganz besondere Note verliehen. Wer hätte gedacht, dass ein Stück Literaturgeschichte in einem Nintendo-Spiel weiterlebt? Fakt 7.
Wusstet ihr, dass Zelda fast eine Science-Fiction-Reihe hätte werden können? Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass The Legend of Zelda ursprünglich eine ganz andere Richtung hätte einschlagen können. In früheren Entwicklungsphasen planten die Entwickler, die Reihe im Science-Fiction-Stil anzusiedeln. Link sollte anfangs mit einer Art elektronischem Stab kämpfen, statt mit Schwert und Schild. Es war sogar eine futuristische dritte Welt geplant, neben Licht- und Schattenwelt, die auf Technologie basierte. Gerüchte besagen, dass diese dritte Welt in A Link to the Past auftauchen sollte. Man sich aber dagegen entschied, weil 3 Welten als zu verwirrend für die Spielerschaft galten. Konzeptzeichnungen zeigen Zelda sogar in futuristischer Kleidung. Und das Triforce? Das sollte aus 3 elektronischen Mikrochips bestehen. Letztlich blieb man doch beim klassischen Fantasy-Stil, aber futuristische Elemente haben dann noch ihren Weg in die Serien gefunden. Zum Beispiel, wenn ihr an die antiken Technologien der Sheikah in Breath of the Wild denkt. Fakt 8. Das Master-Schwert. Kein Zelda ohne das Master-Schwert, auch bekannt als Schwert des Bösen. Dieses legendäre Schwert kann nur von einem wahren Helden geführt werden und taucht in vielen Teilen der Reihe auf. Es ist ein Symbol für Mut und das ultimative Werkzeug im Kampf gegen Ganon. Das Finden und Herausziehen des Master-Schwerts ist in vielen Spielen ein epischer Moment. Besonders in Breath of the Wild, wo du genug Herzen brauchst, um es überhaupt zu führen. So weit bin ich noch lange nicht in dem Spiel. Fakt 9. Breath of the Wild verändert alles. Als Breath of the Wild 2017 erschien, wurde es schnell zum Meilenstein. Plötzlich gab es völlige Freiheit. Du konntest überall hin, in beliebiger Reihenfolge. Der Spieler wurde komplett allein gelassen. Das machte den Reiz aus. Das Spiel gewann unzählige Auszeichnungen und gilt bis heute als eines der besten Games aller Zeiten. Nintendo hat mit diesem Titel bewiesen, dass auch eine etablierte Reihe sich völlig neu erfinden kann und trotzdem treu bleibt. Ich muss sagen, ich hatte anfangs meine Schwierigkeiten damit, weil es so eine Open World war und ich das gar nicht kannte, aber mittlerweile liebe ich es. Fakt 10. Das Triforce, mehr als nur ein Symbol. Das Triforce ist nicht nur ein zentrales Symbol der Zelda-Reihe. Es ist die ultimative Machtquelle in der Welt von Hyrule. Es besteht aus 3 Teilen: Kraft, Weisheit und Mut, die jeweils Ganon, Zelda und Link symbolisieren. Wer alle 3 Teile vereint, dem wird jeder Wunsch erfüllt, unabhängig davon, ob er gut oder böse ist. Dabei bleibt der Wunsch so lange wirksam, bis der Benutzer stirbt. König Daphnis wünschte sich in The Wind Waker, dass Link und Zelda Hoffnung haben und Hyrule untergeht. Ganondorf wünschte sich, Hyrule zu erobern, was zum Glück misslang. In A Link Between Worlds wünschten sich Link und Zelda, dass Lorule ein neues Triforce erhält. In A Link to the Past verändert das Triforce sogar das Aussehen des Heiligen Reichs, je nachdem, was im Herz desjenigen liegt, der es betritt. Das zeigt, wie tiefgreifend und mächtig dieses Symbol wirklich ist. Kein Wunder also, dass es auch als offizielles Wappen der königlichen Familie dient. Jetzt noch ein kleiner Fun-Fact. In manchen Spielen kann man Ganon tatsächlich mit den absurdesten Gegenständen besiegen, darunter zum Beispiel einfache Stöcke oder Flaschen. Natürlich ist das nicht der offizielle Weg, aber mit genug Skills und Glitches geht das wohl. Das zeigt, Zelda ist nicht nur episch, sondern auch voller verrückter Möglichkeiten und Humor. Also passt es einfach perfekt zu mir. So, das waren meine 10 Fakten über Zelda. Welcher davon hat euch am meisten überrascht? Und kennt ihr noch mehr schräge oder spannende Geschichten aus Hyrule? Schreibt's gerne in die Kommentare. Dann sage ich ciao, Kakao. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao.